Ja, das mit dem Tanzen, das hat doch heute schon deutlich besser geklappt als letztes Mal. Das hat bestimmt auch Prinzessin Jasmin bemerkt. Jasmin ist nicht nur schön, sondern auch stark, selbstbewusst und unabhängig. Was ich besonders an ihr schätze, sie findet in anderen Menschen immer das Gute. Und das Gute in mir will ich ihr heute zeigen. Deshalb koche ich ihr jetzt ihr Lieblingsgericht. Das hat mir Rasul verraten. Kichererbsen-Curry. Und weil der Weg zum Herzen einer Frau oft über ihren Vater geht, bekommt auch Sultan Hamed Bobulonius II. Von Agrabah seine Leibspeise, Lasan Nushak, das Curry mit den 100 Knoblauchzehen. Los geht's mit Jasmins Lieblingsgericht. Dafür brauchen wir folgende Zutaten. Vorbereitet habe ich schon die Zwiebeln, den Knoblauch und den Ingwer. Den Chili habe ich entkernt und auch klein gehackt und die Kichererbsen habe ich abtropfen lassen. Jetzt gebe ich etwas Pflanzenöl in einen Topf und gebe dann die Zwiebeln, Ingwer, Knoblauch und den Chili dazu. Ich lasse die Zwiebeln kurz andünsten und gebe dann den Kurkuma dazu und die gehackten Tomaten. Dann noch das Korianderpulver. Und die Kichererbsen. Ich rühre das Ganze gut durch und jetzt darf es ungefähr 10 Minuten kochen. Nach 10 Minuten gebe ich 250 Milliliter Gemüsebrühe dazu und dann darf das Ganze nochmal 5 Minuten kochen. Jetzt gebe ich noch das Garam Masala dazu und den Zitronensaft und lasse das Ganze noch mal kurz aufkochen. Das riecht schon super lecker. Ich bin davon überzeugt, das schmeckt der Prinzessin. Das Kichererbsen-Curry hat jetzt noch mal aufgekocht. Es ist wirklich eins meiner absoluten Lieblingsgerichte, was Indien betrifft. Habe ich das erste Mal auf Sri Lanka gegessen, als ich da beruflich unterwegs war. Es duftet und schmeckt richtig nach Indien und ist super einfach zuzubereiten. Probiert es einfach mal aus. Ich werde es jetzt mal probieren, wie es geworden ist. Echt lecker. Ich gebe jetzt noch etwas Pfeffer dazu und etwas Salz. Rühre es nochmal ordentlich durch und dann ist es auch schon fertig. Lasan Nushak ist eine Spezialität aus Sri Lanka und wird für 4 Personen aus 80 bis 100 Knoblauchzehen hergestellt. Kann man das überhaupt noch essen oder ist es zu scharf? Ob man es wirklich essen kann, das zeige ich euch gleich. Aber jetzt muss ich mich erstmal um den Berg Knoblauch hier kümmern. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich eine so gute Idee war. Ich hab's. Ich hab doch Disney-Magie zur Verfügung. Bibidi, Babidi, Bu. Und wenn ihr keine Disney-Magie zur Verfügung habt, hört einfach etwas Disney-Musik dazu.
Das macht das Arbeiten auch leichter. A whole new world, a new fantastic point of view. No one to tell us no or where to go or say we're only dreaming. Ich bereite zunächst eine Marinade für den Knoblauch zu. Dazu nehme ich etwas Kokosöl, ca. 1 Esslöffel Kurkuma und 1 Teelöffel Salz. Rühre das Ganze gut durch und gebe die Marinade dann unter den Knoblauch. Und während der Knoblauch durchzieht, bereite ich schon mal die anderen Zutaten vor. Die Zwiebeln habe ich schon geschält und in Streifen geschnitten. Den Chili habe ich gesäubert und in Scheiben geschnitten. Und jetzt bereite ich den Pandan vor und schneide ca. 4 cm große Stücken ab. Pandan wird als neues Superfood gehandelt. Die Inhaltsstoffe sind super gesund und zudem schmeckt Pandan auch noch ungewöhnlich lecker. Es ist eine Pflanzenart der Schraubenbaumgewächse. Die immergrüne Palme wächst in Südostasien und kann eine Höhe von bis zu 80 cm erreichen. Die Blätter duften blumig und schmecken nussig und intensiv nach Vanille. Der Geschmack Pandans passt auch gut zu Süßspeisen und macht sich in Kombination mit Kokos ziemlich gut. Der Pandanpflanze werden viele gesundheitsförderliche Eigenschaften nachgesagt. Und wie man an mir sieht, Pandan macht auch schönes Haar. Wer es genauer wissen will, der schaut einfach in die Infobox unter dem Video. Jetzt erhitze ich etwas Pflanzenöl in einem Topf. Und wenn das Öl richtig heiß ist, dann gebe ich die Zwiebeln, den Chili, den Zimt. Ich habe übrigens richtige Zimtrinde aus dem Asia-Shop genommen und das Pandan dazu. Ich lasse die Zwiebeln leicht karamellisieren und dann reduziere ich die Hitze ein wenig. Dann kommen die Curryblätter dazu. Curryblätter solltet ihr nicht mit dem Currypulver oder dem hier heimischen Currykraut verwechseln. Geschmacklich haben sie nichts gemeinsam. Das Curryblatt hat ein scharfes, frisch-herbes Aroma in Verbindung mit dem himmlischen Duft nach Zitronen und Orangen. Der bis zu 6 Meter hohe Currybaum wächst hauptsächlich in Indien sowie auf Sri Lanka. Seine Blätter sind eiförmig und sattgrün glänzend. Die Curryblätter haben ein einmaliges Aroma und es gibt keine Alternative dazu, aber zur Not könnt ihr sie auch weglassen. Jetzt kommt der marinierte Knoblauch dazu. Das Currypulver. Und nicht zu vergessen die Kokosmilch. Ich rühre den Knoblauch jetzt gut durch. Dann gebe ich den Deckel darauf. Und das Ganze darf jetzt ca. 20 bis 30 Minuten leicht köcheln. Dabei solltet ihr alle 5 Minuten umrühren, damit nichts anbrennt. Das Knoblauchcurry ist fertig, wenn die Soße schön sämig geworden ist. Das sieht schon sehr gut aus. Ich werde mal probieren. Echt der Wahnsinn. Und ich kann euch verraten, der Knoblauchgeschmack ist nicht so intensiv. Der Knoblauch ist schön weich geworden und der Geschmack ist richtig schön nussig. Das müsst ihr unbedingt ausprobieren. Und dazu mache ich gleich noch einen Garlic Naan und später noch einen Mango Lassi. Für das Garlic Naan brauchen wir folgende Zutaten. Zu einem richtig indischen Essen gehört natürlich auch Naanbrot. Ich mache heute einen Garlic Naan. Dafür habe ich 100 Milliliter von der Milch in der Mikrowelle kurz erwärmt, darf nicht zu heiß sein. Ich gebe die Trockenhefe dazu und etwas von dem Zucker. Rühre das Ganze gut durch und lasse die Mischung dann ca. 10 Minuten stehen, bis sie leicht Blasen wirft.
In der Zwischenzeit siebe ich das Mehl. Wenn ich Brot zubereite, siebe ich das Mehl eigentlich fast immer. Der Teig wird dann etwas luftiger und das Brot schmeckt einfach besser. Ich habe mit einer Gabel eine Mulde in das Mehl gemacht. Gebe jetzt die Hefemischung dazu. Und rühre dann vorsichtig vom Rand etwas Mehl darunter, so dass eine Art Vorteig entsteht. Den Vorteig decke ich jetzt mit einem Tuch ab und dann darf der Teig noch ungefähr 30 Minuten ruhen. Die 30 Minuten sind um. Der Vorteig ist schon gut aufgegangen. Jetzt vermische ich Salz mit dem Joghurt. Gebe dann den Joghurt zu unserem Teiggemisch. Verrühre nun vorsichtig erstmal den Teig mit dem Joghurt und knete den Teig dann ordentlich durch. Ich habe den Teig jetzt gefühlte 15 Minuten durchgeknetet. Das ist schon echt eine Heidenarbeit. Der Teig ist gut, wenn er ungefähr so eine Konsistenz hat. Aber das nächste Mal sollte ich, glaube ich, eine Küchenmaschine nehmen. Ich decke den Teig jetzt mit einem feuchten Tuch ab und dann darf er eine weitere Stunde ruhen. Wenn ihr mehr Zeit habt, könnt ihr ihn auch 2 bis 3 Stunden ruhen lassen. Das wäre optimal. Der Teig ist super aufgegangen. Er hat jetzt ungefähr 1,5 Stunden geruht. Ich teile ihn jetzt in 8 Portionen auf, forme kleine Kugeln und diese Kugeln müssen dann weitere 15 Minuten ruhen. Die stelle ich kurz noch zur Seite und in der Zwischenzeit bereite ich dann unsere Knoblauch-Kräuter-Mischung zu, mit der wir das Brot nachher bestreichen. Dafür schneide ich zunächst den Knoblauch klein, gebe den Knoblauch in eine Schale, gebe etwas Olivenöl dazu und etwas klein geschnittene Petersilie. Ihr könnt natürlich auch Koriander nehmen, wenn ihr mögt. Die Teigkugeln sind noch etwas aufgegangen. Ich gebe sie jetzt auf eine bemehlte Fläche und drücke sie mit der Hand flach, dass sie ungefähr eine Dicke von 5 mm haben. Ihr könnt natürlich auch gerne einen Teigroller dafür nehmen, aber ich finde, mit der Hand geht es genauso gut. Und die Brotlinge sehen auch etwas hübscher aus. Dann habe ich eine Pfanne bei mittlerer Hitze erhitzt und brate die Teiglinge nun in der Pfanne an. Wenn die Pfanne zu heiß wäre, dann würde das Nahenbrot zu schnell verbrennen. Wenn der Teig Blasen wirft, dann können wir ihn wenden. Dann tue ich das Nahen in einer Auflaufform und bestreiche die Seite, die zuletzt unten war, mit unserer Knoblauch-Kräuter-Mischung. Und stelle das Nahen dann noch kurz im Ofen, damit es warm bleibt. Das gleiche machen wir dann mit den anderen 7 Fladen auch noch. Zu einem richtig indischen Essen gehört neben dem Nahenbrot natürlich auch ein Lassi. Das ist ein Joghurtgetränk und wird in Indien sehr gerne zum Essen dazugereicht. Das gibt es herzhaft, zum Beispiel mit Salz und mit Gurke, aber auch süß. Mein Lieblingslassi ist das Mango-Lassi und wie das geht, das zeige ich euch heute.
Das Rezept ist super einfach und super schnell und man kann es auch sehr gut mit Sojajoghurt und mit Sojamilch machen. Zuerst gebe ich den Joghurt in den Standmixer. Dann gebe ich die Milch und etwas Zucker dazu. Jetzt noch das Mangopüree und das war's auch schon. Deckel drauf, kurz durchmixen. Und voilà, schon ist das Mangolassi fertig. Das muss ich jetzt gleich mal probieren. Echt lecker. So, das Essen ist jetzt fertig. Ich habe auch noch einen leckeren Basmati-Reis dazu gemacht. Wenn ihr die Hintergrundgeschichte zum Basmati-Reis wissen wollt, schaut einfach die Folge 1 an. Und jetzt können wir auch schon mit dem Anrichten beginnen. Voilà. Bon Appetit! Täglich grüßt das Murmeltier. Versuch Nummer 2. Ich bin gespannt, was die Prinzessin heute zum Essen sagt. Und nicht vergessen, wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like, abonniert den Kanal und drückt die Glocke. Jetzt muss ich aber los. Wir sehen uns später. Bis bald, euer Christian.